Willkommen zu einem neuen Mozartkugel-Video. Ich war vor kurzem, also jetzt haben wir gerade Ende August 2024, bei Billa und habe, sehr unerwartet, aber für mich sehr freudig, eine neue Mozartkugel entdeckt, die ich natürlich gleich mitgenommen habe, um sie euch vorzustellen. Das heißt, in dem Video möchte ich die Kugel auspacken, euch das Innenleben auch zeigen, vor allem den Querschnitt besprechen, also welche Schichten gibt es in dieser Mozartkugel. Und dann gibt es auch noch einen Geschmackstest, damit ihr euch so zumindest ein bisschen einen Eindruck verschaffen könnt, wie diese Kugel dann eigentlich so circa schmecken könnte. Das ist natürlich immer ein bisschen individuell. Was ich vielleicht auch dazu sagen sollte, ist jetzt eine Eigenmarke, man weiß natürlich nie, wie lange gibt es die. Unten in der Videobeschreibung steht aber dann auch, falls es die dann irgendwann nicht mehr gibt. Damit ihr dann, wenn ihr das Video in ein paar Jahren anschaut und dann freudig zu Billa geht, nicht enttäuscht seid. Was ich vielleicht auch noch kurz dazu sagen kann, ist, die Kugel wird natürlich nicht von Billa selber hergestellt, sondern von jemand anderen. Und das ist gar kein Unbekannter. Auf der Rückseite steht hergestellt von Henry Lamberts für Billa. Und das ist natürlich auch für diejenigen unter euch, die schon Mozartkugeln ein bisschen besser kennen, kein Unbekannter. Lamberts macht auch selber Mozartkugeln. Daher bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, wie diese Kugel genauer ausschaut. Und schauen wir sie uns jetzt auch direkt mal an. Hier sieht man jetzt innen einen Nougatkern, dann hier links weißes Marzipan, hier rechts, ist vielleicht nicht ganz so gut sichtbar, weil es nur leicht grünlich ist, aber hier ist ein grünes Marzipan, das heißt auch die zwei verschiedenen Sorten, die auf der Verpackungsrückseite genannt werden, Pistazienmarzipan eben. Hier dann eine Schicht Milchschokolade. Oder sagen wir mal hellere Schokolade und dann außen dunkle Schokolade, mit der diese Kugel umhüllt ist. Jetzt folgt noch der versprochene Geschmackstest. Dabei werde ich versuchen, das mache ich eigentlich bei allen Mozartkugeln-Videos, wo ich die auch probiere, das Ganze eher neutral zu gestalten. Das heißt, ich sage euch dann, schmeckt diese Kugel eher nach Marzipan, eher nach Nougat. Das sind so gewisse Faktoren, die zumindest für mich jetzt bei Mozartkugeln sehr relevant sind. Das heißt, ich probiere die jetzt mal. Also wie ihr seht, ich blende euch dann auch immer zwischendurch damit das Zuschauen beim Kauen nicht so ganz so langweilig ist, blende ich euch auch immer die Rückseite der Verpackung zusätzlich ein, damit ihr auch die Inhaltsstoffe genauer anschauen wollt, also anschauen könnt, wenn euch die interessieren. Jetzt aber zu dieser Kugel. Also wenn ich euch
hier dann die Skala einblende. Diese Kugel ist so, zumindest für mich jetzt, eher auf der marzipanigen Seite zu sehen. Das heißt, der Nougat-Geschmack ist vor allem am Anfang da und auch zwischendurch, bis halt dann das Nougat quasi dahin schmilzt. Ihr habt das, glaube ich, auch schon im Querschnitt gesehen. Ist natürlich auch ein bisschen den sommerlichen Temperaturen geschuldet. Aber diese Mozartkugel hat innen einen Nougat-Teil, aber es ist eher das Marzipan, das hier im Vordergrund steht. Außen die dunkle Schokolade kommt auch kurz zu tragen am Anfang, ist dann aber auch eher natürlich weg und dann ist eben das Marzipan da. Das heißt, für diejenigen unter euch, die wirklich Marzipan mögen, ist das durchaus eine coole Kugel. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet eher ausgewogenere Kugeln oder Mozartkugeln, die stärker nach Nougat schmecken, dann ist das vielleicht eher eine bessere Wahl. Was natürlich auch noch in dem Fall als Besonderheit dazu kommt, ist der Vergleich zu der Lamberts Mozartkugel. Hier würde ich tatsächlich sagen, dass die Kugel eben sehr auch so schmeckt, wie ich mich zumindest in der Erinnerung an Lamberts Mozartkugeln erinnern kann. Das heißt, gerade für diejenigen unter euch, die jetzt in Österreich oder in Wien gerne auch zwischendurch mal wieder eine Lamberts Mozartkugel probieren wollen, ist das eine gute Möglichkeit, bei Billa fündig zu werden. Das sage ich auch deswegen natürlich dazu, weil die Lamberts Mozartkugeln zumindest aktuell eher seltener zu finden sind, auch in Wien jetzt. Es gibt immer wieder mal saisonale Angebote bei Müller, aber normalerweise kann man nicht einfach so ins Geschäft gehen und eine Lamberts Mozartkugel bekommen. Dazu, ja, deshalb für diejenigen unter euch, die jetzt unbedingt wieder haben möchten, eine gute Möglichkeit. Es gibt jetzt aber nicht nur von Billa oder Lamberts Mozartkugeln, sondern tatsächlich über 70 verschiedene, eigentlich schon bald 80, je nachdem wie viele ich jetzt noch finden werde demnächst. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch wissen, wie diese Mozartkugeln ausschauen, blende ich euch am Schluss von dem Video eine Playlist an mit allen diesen Kugeln. Wenn ihr das lieber in geschriebener Form lest, gibt es unten in der Videobeschreibung auch Links zu meinem Blog, wo ihr einige Artikel findet, wo ihr Mozartkugeln kaufen könnt und auch handgemachte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.